Wenn die das mit AFK Assault nicht fixen, werde ich das irgendwann heftig bereuen, dass ich so viele Charakter auf den gleichen Accounts habe. Imagine, irgendwann würde der Tag tatsächlich kommen, dass ich 64 Chars über 120 habe. Und dann kannst du immer noch Kaigas Assault AFK farmen. Und imagine, du hättest dann 64 Accounts. Und du würdest mit jedem AFK Assault, Kaigas Assault, AFK Assault, whatever, würdest du, also du kriegst ja garantiert 5 Chips mal 64. Also Minimum wäre 320 Kaigas Chips. Das wären 16 Smating-Scroll-Boxen jeden Sonntag. Einfach so 1600 F-Coin. Minimum. Die Wahrscheinlichkeit, dass 64 Chars verlieren, dürfte bei nahezu 0 liegen. Müsste eigentlich unmöglich sein. Literally unmöglich eigentlich. Was ja eine 50-50 Chance ist. 50-50 mal 64. Also basically unmöglich. Und das Maximum wiederum wäre 64 mal 15. Was auch immer das wäre. Also 960, glaube ich. Das wären dann 48 Smating-Scrollboxen, aka 4800 F-Coin. Einfach so. Gehst Sonntag online, 10 Minuten und kriegst 4800 F-Coin. Think about that for a second. Let's think about that for a second. Okay? What the fuck, man? What the fuck? Wobei wir dann in das Gebiet kommen, tatsächlich ja actually heftiger Game Abuse und du würdest wahrscheinlich gebannt werden dafür. Also, eigentlich heißt es ja, oder hieß es mal, ich meine, sowas gab es eigentlich schon lange nicht mehr, solche Themen, dass es ja auch kaum noch Events gibt, die man abusen kann. Weil es sowieso kaum noch Events gibt. Aber am Anfang war es ja so, dass es da so ein paar Events gab, wo man ja einen extremen Vorteil hatte, wenn man sich extra neue Charakter erstellt hat, nur um das Event zu farmen. Diese Low-Level Giant Farm Events und dieser Scheiß. Wo sich ja wirklich Leute auch massenhaft Charakter erstellt haben, nur für das Event. Da hieß es ja immer, naja, du hast jetzt den Charakter nur für das Event erstellt, du willst offensichtlich nur das Event mit dem Charakter abusen, du hast nichts anderes damit vor. Das ist böse. Du bist böse. Und dann wurdest du gebannt. Oder deine Charakter wurden gebannt. Oder zumindest diese zusätzlichen Charakter, die du nur fürs Event erstellst, wurden gebannt. Und wenn du sie jetzt AFK Assault 1 bis 64 nennen würdest und du würdest, also du kannst es ja nachvollziehen und die würden nichts anderes machen, als sonntags nur dafür online gehen. Also du würdest Sonntag nur 10 Minuten online gehen und die kompletten restlichen 6 Tage der Woche bist du immer offline, machst einfach gar nichts mit den Chars. Dann könnte man es dir wahrscheinlich relativ leicht nachweisen, dass das, ja, also dass Charakter nur existieren, um halt das zu abusen. Ich schätze mal, da würde man gebannt werden. Aber es ist traurig genug, dass die so lange brauchen, um diese ganzen Fehler bei Kaigas Assault zu beheben, dass man über sowas überhaupt nachdenken kann. Aber ich meine, wenn du jetzt theoretisch, ich glaube im Februar oder März kam das Kaigas Assault, also schon über ein halbes Jahr auf jeden Fall her, wenn du seitdem daran arbeiten würdest, vor allem jetzt mit FEC, wenn du seitdem nur daran gearbeitet hättest, Chars auf 120 zu ziehen, wärst du wahrscheinlich fast fertig. Dann hättest du jetzt wahrscheinlich 64. Wenn du das wollen würdest, ja. Wäre durchaus, also auf FEC eigentlich easy. Dann braucht man für 8 Chars auf 120 auf FEC einen Monat vielleicht. Ja, einen Monat. 5 Monate FEC, kannst locker 40 Chars auf 120 ziehen. Wenn die alle auf eigenen Accounts sind, könntest du ab dann jetzt, also jetzt auf FEC auch schon, aber dann spätestens auf Bodeng, könntest dir schon mal mit 40 Chars die Boxen farmen. Also, absurd. Das hätte man ja gedacht, dass sowas eigentlich relativ schnell gefixt wird. Weil es ja von Anfang an Leute bemängelt haben, dass man einfach AFK bleiben kann und trotzdem Belohnung kriegt. Das war seit dem ersten Kaigas Assault war das Thema. Und das ist immer noch so. Das ist echt krank. Aber naja. By the way, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Es gab ja diesen Teaser-Trailer zu FEC 2025, ne? Und ich habe, als ich das zusammengeschnitten habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und da stand ja Cologne, Seoul, Los Angeles und Jakarta.
Und wenn du so überlegst, okay, es sind zwar natürlich nicht alle Major Regions vertreten, also hauptsächlich Taiwan fehlt, also Taiwan-China, also Taiwan. Aber ich meine, Taiwan ist ja eigentlich auch Südostasien, Philippinen sind Südostasien, also ist ja alles irgendwie Südostasien da unten. Die Regionen, wo Flive so viel gespielt wird, also kann man als Südostasien zusammenfassen. Und Indonesien auch. Vielleicht nicht mehr ganz, also schon ein bisschen weiter vielleicht, aber ist immer noch da. Und das heißt, du hast eigentlich in jeder Major Region trotzdem einen sozusagen Stützpunkt. Also in Europa, Köln ist in der Mitte von Europa. Gut, Korea, naja, das ist vielleicht nicht unbedingt, aber ist vielleicht für Japaner und Chinesen gedacht, weil das zumindest da dran liegt. Aber der japanische Server ist so tot, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber naja, man kann ja niemanden ausschließen. Wäre auch crazy. Von dem her hast du halt für jede Region eigentlich schon so einen Punkt, wo es relativ nah ist, falls Leute teilnehmen wollen. Und wenn du jetzt mal so an andere E-Sports oder so Sportarten denkst, dann ist es ja echt so, dass du erstmal so regionale Qualifikationen hast. Also zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft, eine asiatische, nordamerikanische, whatever. In dem Fall wären es 2 asiatische, aber egal. Wo dann erstmal da sich die besten Teams aus der jeweiligen Region battlen. Also in Köln wäre es halt Europa, in Los Angeles wäre es Nordamerika, in Seoul wäre es wahrscheinlich Japan, Korea und vielleicht China. Und in Jakarta wäre es alles aus Südostasien, also Philippinen, Taiwan etc. Und dann hättest du da quasi ein sozusagen regionales FEC-Tournament, wo die 5 besten oder 4 besten Teams aus jeder Region festgelegt werden. Also ein Top 8 der jeweiligen Regionen. Und dann hast du die tatsächliche FWC, dann vielleicht online oder so, wo dann alle gegeneinander antreten. Wobei online wäre natürlich blöd wegen Ping und so, aber also irgendwie so wirkt dieser Trailer. Weil anders ergibt es ja keinen Sinn, weil ich meine, es könnte natürlich auch gemeint sein, es kann in Seoul nächstes Jahr sein, es kann in Los Angeles sein, es kann in Köln sein, es kann in Jakarta sein. Und es steht einfach noch nicht fest. Und es war nur so die Preview der möglichen Locations fürs nächste Jahr. Das könnte natürlich auch gemeint sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es nächstes Jahr aufsplitten. Und wie gesagt, sie gucken beste Teams in Europa, beste Teams in Amerika, beste Teams in Asien. Und dann lassen sie die besten Teams der jeweiligen Regionen gegeneinander battlen. So wie es ja eigentlich bei einer World Championship ist. Von dem her, could be. Also wäre auf jeden Fall meine, ich will jetzt nicht sagen Prediction, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eins von den beiden, sage ich. Also so interpretiere ich diesen Teaser-Trailer. Weil anders wäre es halt schon heftig. Ich meine, sonst zeigen sie so Köln und dann nächstes Jahr ist es in Jakarta. Denkst du dir so, dann ist es bestimmt im übernächsten Jahr in Köln. Übernächstes Jahr Los Angeles. Okay. Also irgendwann, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen frech, wenn du so Leuten sowas zeigst und dann kommt's die nach Köln so ungefähr. Und das ist immer nur so, machst den Leuten so Hoffnung und das passiert einfach nie so. Das wäre irgendwie auch frech. Nicht so schön. Also ich glaube schon, dass da mehr dahinter stecken könnte. Aber das alles werden wir natürlich frühestens in 7 Monaten erfahren. Also die genauen Details erst in einem Jahr wahrscheinlich. Aber so grob zumindest in 7 Monaten vielleicht schon. Ey. Crazy things happening. Entwickelt sich noch eine richtige Flive Esports League. That would be crazy.